Moin Freunde! Wir werden jetzt in unserer Chaoskolonie mal ein bisschen weitermachen. Als auch muss ich jetzt ehrlich mal irgendwie diesen komischen... Übrigens, ich bin gerade erst ins Spiel rein, deshalb muss erstmal nochmal alles, ja, sich einkriegen. Wir müssen nämlich diese komische Zapfrolle, die Zapfrobbe nach drüben bringen. So, und niemand sollte hier rein theoretisch untätig sein. Es gibt immer was zu tun. Hier Kupfer beispielsweise. Ja, auch hier alles ist aufgeräumt. Also das kann nicht sein. Das hier? Ja, okay, das hier könnte mal was sein. Na endlich! Das ist einer der letzten Samen. Apropos, was ist hier eigentlich verschüttet? Ah, okay. Und ich weiß, dass ich mich gerade wie ein Affe angehört habe. Und das war nicht unbedingt gewollt und... Wieso seid ihr Ah, so. Alles klärchen, das erklärt. Das erklärt so einiges. Ja, ich kann hier aber auch noch nicht weg, solange ich nicht alles geregelt habe. Ist ebenfalls noch so die Sache. Das habt ihr inzwischen. Jo, das habt ihr gemacht. Jetzt kommt die nächste Etage. Warte mal, hier kommt das. Ja, okay. So, nächste Etage kommt mit den ganzen Versorgungszeug. Einmal so, wir haben einmal so, dann so hier, damit sie auch zum Schluss noch runter können. So, gut. Macht ihr das mal. Wir werden wahrscheinlich noch ein, zwei mehr von den komischen Rüben irgendwann bekommen. Aber das sollte jetzt auch nicht unbedingt unser Problem werden. Unser Problem wird wahrscheinlich eher werden, die Zapfrobbe hierher zu bekommen. Wenn wir nämlich hier starten, muss alles gebaut sein. Was machst du hier? Du solltest nicht da sein. So, gut. Ja, ich zieh's durch. Das ziehe ich doch lieber durch. Aber der Leck ist auch heftig geworden. Eieiei, ist der Leck heftig. Als auch die Sache ist, ich krieg gerade ein kleines Problem mit Magmatit. Ich kann zwar was herholen, aber dann dürfen sie nichts von hier mitbringen, weil es das große Problem wird. Und hier ist ein nuklearer Fallout. Ja, moin. Wie sieht es eigentlich hier inzwischen aus? Ja, ihr räumt in ein Schneckentempo auf. So, gut. Irgendwas wollte ich jetzt hier noch machen. Erst einmal, was ist hier passiert? Wieso ist hier Quecksilber? Wieso ist hier überall Quecksilber? Ebenfalls, ja... Ich wollte hier irgendwie das so machen, dass sie das Zeug nicht mehr benutzen. Oder zumindest das Zeug nicht mehr auf über 1000 Grad benutzen. Warte mal, das geht ja rein theoretisch immer noch rein. Das ist aber wirklich die Sache, die dürfen es nicht benutzen. Die holen halt das, was am nächsten ist. Und das, was am nächsten ist, ist leider das hier. Ich kann es auch nicht wirklich blockieren, weil dann blockiere ich alles. Obwohl. Wir machen jetzt mal etwas, worauf ich nicht allzu stolz bin. Aber wir müssen es mal machen. Gebäude. Ja. Damit haben sie quasi keinen Zugriff mehr auf irgendwas anderes.
nur noch auf, ja. Nur noch auf das Eck hier, wo die eigentlich nur was machen sollen. Und ich glaube, ich weiß jetzt, wieso meine Stahlproduktion ein bisschen hängt, oder? Nee. Also einfach nur der Kalk. Alles klärchen. Und jetzt muss nur noch da einmal was reinfüllen und wir haben es hoffentlich. Los, kommt. Wenn wir das haben, dann könnt ihr auch mal ein bisschen Magmatit holen. Genau, gut so. Und jetzt Baus fertig. Ho, ho, ho. Gut. Jetzt haben wir zumindest unser Magmatit-Problem gelöst. Die andere Sache ist, wie machen wir es jetzt mit dem hier? Magmatit muss sowohl erstmal herkommen, als auch muss ich mit den Bonbonbäumen... Steckt ihr fest oder so? Also er steckte fest, ja. Aber ihr habt hier auch nichts mehr zu tun. Sag mal, kommt ihr hier nicht mehr raus? Doch. Wieso seid ihr hier unten? Ah, vielleicht weil es da am wärmsten ist. Macht ein bisschen Sinn, ja. Aber na gut. Ihr habt bald genügend zu tun. Wir... Oh, Mist. Mist, 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 Mist. Das ist der falsche, das ist der falsche, das ist der falsche. Hierhin, bitte. Ich habe ja noch Wasser rübergeschickt. Ah, na gut. Ein bisschen Magmatit schadet hier auch nicht. Geschweige denn, glaube ich, habe ich weiterhin das Problem, dass hier nicht genügend Wasser kommt. Also erst wenn ich so 20 Kilo, 20 Tonnen Erde habe, werde ich anfangen, das letzte Teil mit den Gasmoon, ja, mit dem gasenden Mut zu machen. So, und jetzt ist es halt wirklich nur noch warten, bis irgendwie das ganze Magmatit ankommt und unsere Sauna und alles vorzubereiten. Wir haben jetzt inzwischen alles ausgehöhlt. Auch mal hier endlich eine ordentliche Station und es gibt jetzt nichts mehr, was uns wirklich irgendwie behindern würde, endlich mal was zu machen. Wir haben auch ein bisschen Magmatit. Ich weiß nicht, welches Update es war, aber ich bin froh, dass wenn ich was platt... Spiel. Böses Spiel. Okay, ich weiß nicht, was es ist. Jetzt. Das ging nicht zuletzt. Es ist für mich halt jetzt der nächste Tag. Die andere Aufnahme habe ich relativ spät abends aufgenommen. Aber irgendwas hat sich gemacht, weil das ging eigentlich gestern soweit. Ich konnte alles platzieren, ohne das Material eigentlich zu haben, weil das Material nie runterging. Das ist merkwürdig. Aber egal. Wir können jetzt ein bisschen bauen. Wir haben auch hier das soweit eingerichtet. Die Zapfroppen fehlen halt nur noch. Und eigentlich wollte ich ihn ja für Sauerstoff nehmen. Allerdings, ich nehme doch die Aloe Vera. Achso, nicht Aloe Vera, oder? Alveol Vera. Ja, okay, geht auch. Ja, auf jeden Fall. Ich nehme die, weil die verbrauchen einfach nur Eis und ja, Kohlendioxid, um mir Sauerstoff herzustellen. Sogar mehr Sauerstoff, als ich theoretisch verbrauche. Und wir haben theoretisch unseren ersten Saft. Allerdings, der Saft, der muss halt verdampfen und ja, das ist so eine andere Sache. Ich würde halt ganz gerne wirklich noch ISO-Saft herstellen, aber ja, es ist so ein bisschen auf 200 Grad ist meine Sauna immer und ich möchte nicht unbedingt das flüssige Naphtha haben. Also, wir haben ein kleines Problem, ich komme nicht mehr nach Hause. Wir müssen Petroleum hierher schiffen. Oder ich muss die Rakete vielleicht mit Ethanol oder so füllen. Funktionierst du eigentlich auch mit Ethanol oder? Ich glaube, du funktionierst nur mit Petroleum. Man kann alles eigentlich mit Ethanol und Petroleum gleich machen. Zumindest an irgendeiner Verbrennung. Aber das ist natürlich das eine, was nicht so gut funktioniert.
Aber na gut. Ich habe mir auch soweit vorgenommen, die Sauna können dann die Leute irgendwann später machen. Die ist eigentlich das kleinste Problem. Wir wollen jetzt erstmal soweit hinkriegen, dass wir hier Leute drauf bekommen. Gut. Also hier wäre das Ende. Ja, wir wollen hier eine ordentliche Kolonie drauf bekommen. Also 3 Leute, die dann hier alles Mögliche machen. Und dann mal schauen, wie es weiterläuft zum Schluss. Ah, jetzt sind wir dabei. Bei Tauschen bleibt es anscheinend stehen. Das ist halt wirklich sehr, sehr schön. Wenn das stehen bleibt, habe ich deutlich weniger Stress. Nur wenn das Spiel anfängt zu ruckeln, da habe ich Probleme. So, das, was ich mir vorgenommen habe. Hier unten kommt eine Halle rein. Es wird keine große Halle oder Festhalle oder sowas, einfach nur irgendwie eine Speisekammer oder so. Und dann hier hinten kommt halt das Ganze an Nahrung und so rein. Ich möchte jetzt hier auch nicht so viel automatisieren, damit sie auch ein bisschen mehr noch was zu tun haben. Ja, so. Wie groß muss es eigentlich sein? Und rein theoretisch, wenn ich hier eine Banketthalle machen will. Theoretisch mindestens 32 Felder. Gut. Ich möchte aber... eigentlich brauche ich nur eine gerade Anzahl. Also hier, dann müsste hier eine Tür kommen. Oder hier hin. Ich mache, glaube ich, eher mal hier so hin. Weil dann habe ich noch einen groß genügenden Bereich für die Küche. Weil die Küche wird auch ein bisschen, ja, ausgefallener werden. Denn wir machen etwas, was wir bis jetzt noch nicht allzu oft gemacht haben. Eine Fritteuse. Einmal eine Fritteuse und dann noch so ein guter Herd daneben. Und dann würde ich eigentlich noch sagen, einen Kühlschrank hin, aber es wird eh alles nahezu direkt eingefroren. Und was... Ah, das Eisen bleibt also ab dem Punkt stehen. Ich bin auch noch... ich kann nicht reden. Ich bin auch noch am Überlegen, ob ich es einfach so durchziehe oder das hier so lasse. Aber ich glaube, ich ziehe es lieber so durch. Hallo, Spiel, danke. Ich weiß, wir haben inzwischen sehr viel gemacht und ich weiß auch, dass es ein bisschen lecken kann, aber bitte, lass mich noch alles machen. So. So, jetzt hat er hier einen 7er, du hier hast auch einen 7er und der in der Mitte hat's scheiße. Aber geht nicht anders für eine schöne Symmetrie. Gut, hier unten würde ich dann auch noch... Hinten würde ich sogar im Massage... Obwohl, nee, nicht unbedingt Massageraum. Hier hinten mache ich dann mal den Fitnessraum. Für die erst wirklich neu sind hier. Der Fitnessraum ist einfach das, wo die hingehen sollen, wenn sie nichts zu tun haben. Und ja, machen können, was sie wollen. Einmal so und ich möchte... komm, ich lasse mal die normalen Räder hier. Gleichzeitig einfach, damit es zählt. Und ich muss auf Pause machen, bevor wirklich noch alles aufgebraucht ist und ich nichts mehr machen kann. Ah. Dann treten sie erst recht nicht mehr. Mist. Mist. Ich dachte gerade, ich könnte ein bisschen was von deren Energie benutzen, aber nein. Wenn ich das so mache, wie ich es mir eigentlich geplant hatte, wird es nicht so gut werden. So, der gute Fitnessraum ist jetzt da. Jetzt muss ich hier nur noch ein bisschen was an Möbeln einrichten. Zack, zack. Und in der Mitte kommen noch die guten hier. Die Gemeinschaftstelefone hin. Damit sie auch zu den anderen Kolonien telefonieren können.
So und so. Und wir haben das hier jetzt soweit. Jetzt, ja. Die Banketthalle ist ja noch so eine andere Sache. Fehlt eigentlich noch irgendwas? Essen, Küche, Erholung, Schlafen, das ganze Zeug. Nein, es fehlt eigentlich nichts mehr. Nee, es fehlt halt wirklich nichts mehr. Theoretisch, wenn sie es bauen würden zum Schluss, hätte ich dann soweit alles für die Kolonie und... wir haben das Wichtigste natürlich vergessen. Nämlich den, ja... Den Platz für den Guten. Kommt schon, wie heißt. Für den Minipod. Soll natürlich wieder ein bisschen dekoriert werden. So, und... Kann ich es einfach so hier machen, dass es halbwegs gut aussieht? Ja, komm. Geht schon. Das geht schon. Aber ich müsste es vielleicht mittig machen. Und mittig wäre... nirgendwo. Mist. Mist, 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 Mist. Also, 4 hoch. Und den Minipod, ja. Vielleicht hier vorne irgendwie platzieren. Und hier hinten wird dann ein Lager hinkommen. Weil wir haben ja eh gerade kein wirkliches Lager, was gut genug ist. So, dann nochmal von neu irgendwie sowas Design, was halbwegs schön aussieht. So, das ist wenigstens eine Minipod-Platz halbwegs gerechtfertigt. Zack und dann haben wir es. Minipod kommt hin, hier kommt ein Lager und ja. Dann sollten sie es nur mal bauen können. Nee. Wenn, dann machen wir es so hier hin. Damit es wenigstens noch gut aussieht. So, gut. Hey, oh, ich hab doch hier Holz. Bitte sagt mir, ihr habt genügend Holz aus Versehen abgeerntet. Ja, habt ihr. Oh Gott, die haben nämlich die Äste hier abgeerntet und mir ist das gerade eingefallen. Die einzig andere Sache, die müssen hier die Leitern abreißen. Ich muss dann noch so einen Artefaktanalysator hierhin mal platzieren, um zu sehen, wie es dann zum Schluss mal läuft. So, aber. Wir brauchen noch ein Stückchen Deko. Zack. Oh, die Ecken kann ich noch nicht platzieren. Gut. Dann müssen wir eben mal so machen. Und dann kommt hier hin. Wir nehmen das hier. Gleich 2 Artefakte dann daneben. Wartet. Eine Sache, die ich ebenfalls vergessen habe, hier noch was zu machen. So, einfach nur mal so, damit sie auch ein bisschen was Schöneres noch haben. Zinnererz können wir nicht nehmen, da habe ich zu große Sorge, dass es anfängt zu schmelzen. So, gut. Wenn das gebaut ist, sollte es halbwegs gehen, aber eine Rückwand fehlt noch. Hier, Trockenwand. Und wir benutzen die Eispaneele. Ich mache es auch aus Granit einfach nur, damit vor allem hier der Wert ein bisschen höher zum Schluss ist. So, hier nochmal schön das Holzfurnier hinter. Und ja. Dann ist deren Prio einfach nur hier das nochmal abzureißen. Und das Teil ist 4 groß. Ja, dann mache ich es mal hier hinten hin. Okay, jetzt muss ich mal auf ihn hier nachschauen. Ich weiß auch nicht, was es ist. Ich glaube, ich muss die Artefakte mal von hier weg transportieren. Weil die machen es nicht.
Die machen es einfach nicht. So, 4 groß und du bist bei der Stelle. Alles klärchen. Heißt... ich habe da noch keinen Strom. Schade. Ich hab's ein bisschen gehofft. Also, hierhin. Strom legen. Perfekt. So, alles ist auf Prio 5, aber das sollten sie eigentlich nur noch machen können, weil sie eh nichts anderes zu tun haben. Und der Speicherleck wird schlimmer, jede Folge aufs Neue. Und ihr seht hier, die verbrauchen mehr Kohlendioxid, als wirklich rauskommt. Und dadurch, weil ich das Teil hier habe, was ich... Yeah. Ich muss das irgendwo schön nochmal platzieren. Ja, das Teil ist halt wirklich, dass meine Kolonie einfach durchgängig den Sauerstoff hat. Hier platziere ich definitiv noch eins. Denn wir können jetzt den Minipod hier hinbauen. Aus Magmatit. Erstmal. Die könnt ihr noch nicht bauen, weil das noch nicht steht. Alles klärchen. So, zerlegt mal das und dann macht das hier mal neu. Und ich brauche wirklich mal... Eine Sache frage ich mich aber auch noch. Lassen die so das Holz fallen oder nicht? Weil die Astproduktivität ist wieder runtergegangen. Die Lichteinwirkung des ausgewählten Zweiges trägt zur Nektarproduktion der gesamten Pflanze bei. Ach nein. Nein. Okay, das könnte jetzt interessant werden, ob es meine Kolonie schafft zu versorgen oder nicht. Das könnte sehr, sehr interessant werden. So, untersuchen und dann bitte schön aktivieren. Hä? Das wird sehr interessant, weil das nächste, was ich dann theoretisch hinstellen müsste, wäre eine Tageslichtlampe. Die allerdings, ja... Die macht es sehr hell, aber verbraucht doch elendlich viel Strom. Dann ist es wahrscheinlich simpler, einfach ein paar mehr von den normalen Lampen hinzumachen, was ich jetzt mal ausprobieren werde. Was passiert, wenn ich einfach hier eine Lampe mindestens mehr hinmache? Und die ist nicht erreichbar, natürlich. So. Ihr habt es doch endlich mal geschafft, alle von meinen Nutzlasten hier wegzumachen. Geschweige denn... Na endlich, weil wir haben nämlich ein großes Problem bei ihm hier. Die kriegen es nicht hin, schnell genug das Wasser zu machen. Heißt, ich muss mal wieder Wasser hin transportieren lassen. So. Dann haben sie das hier aufgebaut. Wieso wirkt das so, ja, gleich? Na gut. Ihr könnt es jetzt erstmal aufbauen. Mal sehen, was dann kommt. Aha. Wieso? Haben die ernsthaft schon das ganze Eisen aufgebraucht? Oh, Mann, ey. Ich hatte eigentlich Hoffnungen, dass das nicht ist. So, hier auf Prio 8 und jetzt baut meine Sklaven. Baut alles auf, während ich mich damit beschäftige, wie ich hier, ja, Petroleum herbringe. Geschweige denn, ich überhaupt da rein transportiere. Das Einfachste wäre es wahrscheinlich wirklich einfach so und hinein. Hier, Kupfer. Haben wir ein bisschen was bekommen, von welcher Quelle auch immer. Gut, baut. Das hier geht jetzt auch los. Und ja, die nächste Sache ist, ich bin am Überlegen, welchen wir als nächstes machen. Er hier sieht nämlich interessant aus, weil da habe ich nicht das Problem mit den Asteroiden. Denn Asteroiden gibt es auch auf ihn hier. Und da ist das große Problem,
Entweder mache ich irgendeinen komplett automatisierten Mist hin, dass es selber abbaut, oder ich komme ab und zu mal her und baue es ab. Das sind die einzigen zwei Optionen. Und irgendwer verbrennt. Nein, 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 nein. Aktiviert doch den Minipod da, dann habe ich endlich mal Eisen wieder hier. Was stand da? Nächster Druck nicht verfügbar. Gut. Wenigstens funktioniert das jetzt. Was habe ich, Dummkopf, vergessen? Natürlich die Toiletten. Wir haben hier auch genügend Erde vorerst. Da sollten die Toiletten funktionieren. Wir haben auch hier noch ein paar Komposter. Die Sache ist aber, wir müssten wirklich eine sehr, sehr starke Kühlung einbauen. Die hier brauchen nämlich minus 14 Grad und ich weiß nicht was. Wieso sieht so aus, als hätte ich keinen Strom mehr? Weil ich auch keinen Strom mehr hatte. Apropos, wie viel Lux habt ihr jetzt eigentlich inzwischen? Hier, Astproduktivität, 18%, 27%. Ja, ich glaube, ich muss die Astproduktivität hochbringen auf 100%, damit auch das mit dem 40 hinhaut. Mit den 80 Kilo sind es ja sogar. Ja, das wird auf jeden Fall noch ein Stück witziger werden. Ah ja, die können das hier jetzt zu Ende bauen. Wenn das steht, Duplikanten und alle wird der Archie-Planet. Dann ist das meiste hier nicht mehr meine Sorge. Geschweige denn, wo ist mein gutes Ethanol? Nicht Ethanol, sondern Petroleum. Das muss ich nämlich hier auch herbringen. Nächste Folge starten wir wahrscheinlich dann die Rakete wieder los, um den guten Lava-Asteroiden irgendwie zu meistern. Ich habe noch keinen Plan dafür. Mein Plan ist, erstmal ihn erkunden. Vielleicht ist hier noch irgendeine Fläche, die nicht so heiß ist. Aber ja. Aber na gut, na gut, na gut. Das passt alles. Die einzige Sache, die wahrscheinlich noch ein Problem wird, ist der verschmutzte Sauerstoff. Da muss ich noch irgendwas machen. Eine der besten Varianten ist halt, hier erstmal irgendwie Wasser reinzukippen, damit sich das nicht mehr so weiter ausbreitet. Als auch, ich lasse hier schon gerade die ganze Zeit das Ethanol von unten hier hoch machen, damit es halt wirklich kühler wird, weil minus 14 Grad, vielleicht kommt jetzt mal die nächste Rübe wieder aktiv. Die vorderste hat halt minus 12 Grad und das ist ein bisschen zu wenig noch. Wenn wir hier auf die Temperaturen schauen, minus 3 Grad wäre jetzt alles im Grün, alles darunter ist perfekt eigentlich, alles was jetzt wärmer wird über Grün müssten wir runterkriegen. Geschweige denn auch sowas wie der Komposter, der ist eigentlich viel zu warm. Apropos verschmutzte Erde, wie viel habe ich davon hier? Oh. Oder auch nicht, ich hatte mal so viel. Keine Ahnung. Holt ihr inzwischen mal Petroleum? Genau, gut so. Und jetzt muss ich nur noch hier was machen, damit sie auch mal das Petroleum abarbeiten können. Ja, und damit haben wir... Oh, Mist. Nee, Zinnoerz, da bin ich noch kein Freund von. Da bin ich kein Freund von, weil aus Zinnoerz ist irgendwie die ganze Zeit Quecksilber geworden auf unseren Hauptasteroiden. Als auch unsere Sohle ist auf einer sehr extrem schwankender Basis. Wir haben hier genügend Dadel, rein theoretisch, damit wir 4 Stück wahrscheinlich versorgen können. Aber er ist nicht schnell genug, damit 4 Stück wirklich durchgängig ausgebrütet sind. Oder die schaffen es einfach nicht, weil sie zu dumm sind. Na gut. Wir haben jetzt ihn hier nahezu gemeistert. Nächste Folge geht's auf den nächsten Asteroiden. Obwohl, nee, nicht ganz. Nächste Folge ist erstmal das Abhauen von ihm hier.
Die nächste Folge ist abhauen und dann schon mal alles vorbereiten für den nächsten. Also alles einstellen und was nicht alles. Und hier sind doch Klos. Ey, ich hoffe, die nächsten machen es ein bisschen besser. Weil die Hauptbauaufträge sind doch eh schon erfüllt worden. Und hallo, oh, du bist wieder wärmer geworden, Mist. Aber die Flüssigkeit sieht mir so aus, als ob sie weiter runterkühlt. Die war mal ein Stückchen wärmer. Ich hoffe allerdings auch, dass... die minus 15 Grad muss das auch sein. Wenn die Robben hier drin sind, dass die auch kühleres Ethanol machen. Als das, ja, wie warm jetzt der Baum ist. Gut. Dann würde ich sagen, war's das mit der Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dann.